Alright, die liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir, der Basti. Und heute gucken wir uns mal einen Zwischenstand an, wo und wie ich überall mit dem Elevator unterwegs bin. Auf Server 8 fangen wir an, da spiele ich ja relativ entspannt in einer kleineren Gilde, und mit dieser Gilde sind wir am Rang 173. Ich muss heute natürlich noch Elevator spielen, also wir haben noch 3 Spieltage, oder? Donnerstag, Freitag, 4 Spieltage sind es noch, klar. Ich kann nicht lesen. 13.173. Bin da oben drin, aber ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass ich ein paar Pilzchen ausgebe. Viele geben hier, glaube ich, keine Pilze aus in der Form, und auf dem neuen Server bedeutet das natürlich, dass man nicht viele Hell-Tokens generiert. Trotzdem werde ich gucken, was geht, dass wir also in der Gilde hoffentlich auch in dem Reward-Bereich bleiben. Aber da bin ich guter Dinge. Auf Server 7 bin ich ja bei den Tactical Bunnies. Die Tactical Bunnies sind Rang 26 in der Gilden-Ehrenhalle im Elevator. Sind sie im Moment Rang 16. Also die Hell-Tokens zu den Rängen 21 und folgende sind jetzt mit 15.000 nicht so krass unterschiedlich, aber es sah schon mal knapper aus. Also das heißt, die Tactical Bunnies haben sich besser dargestellt, sind in Reward-Stufe 4 damit reingerutscht, und das wird auch das Ziel sein, dort zu bleiben. Ich selber nutze dann natürlich auch ein bisschen das Sponsoring, um die Pilze im Elevator auch gut auszugeben und die Gilde ein bisschen vorzupushen. Aber ich sag mal, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich auf dem Server auch Black Friday spiele. Dann könnte ich auch nochmal im Level etwas ansteigen und vielleicht auch weiterkommen als die 118. Etage. Also diese Etagen sind schon sehr schwierig teilweise zu besiegen. Dann spiele ich auf Fusion 6 Server einen Aufruler Necromancer, der aber auch, sage ich mal, relativ pilzsparsam gespielt wird. Also das soll langfristig eher nur auch ein Projekt dafür sein, um zu gucken, wo man dann steht. Die Gilde selber liegt bei Rang 64 in der Ehrenhalle, ist ja natürlich frisch fusioniert worden kurz vor Beginn des Elevators. Und beim Elevator sind wir hier Rang 21. Da ist es auch eben so, dass es hier um diese Reward-Stufe geht, Top 20. Das ist drin. Der Abstand ist auf jeden Fall da. Und ich selber bin jetzt mit meinem Level da auch. Ich gebe auch ein paar Pilzchen aus, aber so viele dann auch nicht. Und Etage 107 ist im Moment mit dem Level auch ausreichend. Hier werde ich wahrscheinlich auf dem Char kein Black Friday Event spielen. Wie gesagt, hier geht es um eher wirklich langfristige Geschichte. Und so viele Pilze habe ich halt auch nicht über, ne? An meinem Account gebunden auf EU4 bin ich ja eigentlich gar nicht mehr aktiv gewesen. Habe jetzt aber trotzdem wegen dem Elevator nochmal ein paar Level gemacht, ein paar Tränke geholt, weil die Undead Army, die 7. Platz in der Ehrenhalle ist, auf dem Elevator auf Rang 6 ist, was wirklich eine gute Geschichte ist. Und da habe ich jetzt eben auch gesagt, dass ich hier noch ein bisschen was mache. Also ich spiele jetzt keine riesige Rolle mit dem Level, beziehungsweise mit den Hell-Tokens. Ich muss natürlich für heute noch spielen. Also ich war, glaube ich, so zwischen Rang 30 und Rang 40 angesiedelt. Übrigens, hier heißt einer Risslinghausen. Das finde ich irgendwie mega geil. Und tatsächlich ist es halt hier so, dass ich auf diesem Char auch gar kein Sponsoring mehr habe. Schon länger, und deshalb einfach nur nicht so viele Pilze auch aufgeladen habe und auch nicht so krass losspielen werde, und nach dem Elevator wahrscheinlich. Also eigentlich sollte ich schon gekickt werden, aber irgendwie gab es wohl noch kein Replacement. Aber trotzdem, als ich gesehen habe, die kämpfen um Top 5 sogar fast. Also gut, Top 5 wird schwierig, aber Rang 6 ist auch gut. Habe ich gedacht, gut, gebe ich ein bisschen meinen Beitrag, wenn auch keinen krassen Beitrag. Ein bisschen stärker unterwegs bin ich natürlich auf EU5 mit der Order 66, wo wir einen guten zweiten Platz haben. Also ein guter zweiter Platz bedeutet wirklich, die Hell-Token zur Tavernenflotte, die sind jetzt nicht extrem krass. Und auch auf Rang 3 und 4 gibt es immer einen Wechsel zwischen Heimathafen und Thanet. Das ist also auch relativ knapp, aber der Abstand, der sieht gut aus. Also Rang 2, denke ich, sollten wir halten können. Ich selber bin
ja, Top 5 werde ich nicht schaffen aus der Gilde, aber die Top 10 möchte ich auf jeden Fall halten. Es kommt natürlich darauf an, wie die anderen Leute pushen. Viele sind noch in der Dungeon-Pause. Ja, hier gebe ich auch vielleicht ein paar mehr Pilze aus als der andere, aber da geht vielleicht auch noch was. Ich muss auch überlegen, während des nächsten Events jetzt, welche Gegenstände ich vielleicht noch updaten kann. Klar will ich erst zum legendären Dungeon wieder reingehen, aber auch ich kann wahrscheinlich noch ein paar bessere Steine bekommen. Die Gemmine geht ja auch noch hoch. Also da geht vielleicht auch im Helleweter noch was, aber das sieht schon mal sehr gut aus mit Rang 2 bei EU5. Ja, und zum Abgleich jetzt gleich auch habe ich hier eine Liste von Helleweter aus August. Da hatte ich die alten Helleweter-Werte und die neuen Helleweter, also die jetzt auch alten Helleweter-Werte aufgeregt. Zum Beispiel auf S4 war ich ungefähr in der Top 5 und kam bis Etage 103 mit Level 211. Und danach kam ich auf 285. War ich bei 28.049 Heldtokens, war 8. Platz. Und die Gilde war damals noch, die Gilde war Undead Army, damals Rang 8, hatte 1,18 Millionen Heldtokens. Das heißt, wir werden den Vergleich sehen können, eben auf einigen Servern, wie jetzt EU4. Dort wird die Gilde definitiv mehr haben. Klar, die Spieler sind ja auch stärker geworden. Ich selber werde aber wahrscheinlich nicht mehr Heldtoken haben als vorher, weil ich eben nicht so viele reinpilze wie zuletzt auf dem Server. Und das ist der Vergleich, der einfach auch jetzt mal wichtig ist. Da habe ich natürlich die Werte von S3 SF Game aufgenommen, aber da spiele ich ja nicht mehr. Aber jetzt kommen wir noch zu 3 Servern, wo ich eben auch aktuell noch spiele. Auf S1, auf S41 und S7, also S1 EU und die anderen beiden deutschen Server. Und da hatte ich zuletzt zum Beispiel auf SI7 55.000 Heldtoken, war 17. Platz und kam bis Etage 202. Da wollen wir mal gucken, wie es Stand jetzt aussieht. Moment, müssen wir erstmal rübergehen. Es sind nicht mehr die Hellevaters, aber God's Army Rang 3 ist das Ziel im Moment auch. Und tatsächlich Etage 201 habe ich jetzt als Bestes und bin bei 40.000 Heldtoken Rang 16. Da mache ich nicht viel mehr Wett als zuletzt. Auch hier überlege ich aber mal, also der Char ist ja nicht krass gespielt, beim Black Friday nochmal reinzugucken. Ich habe auch mir vorgenommen, bei diesen Servern, wo ich, sage ich mal, nicht so viel reinpilze, auch nicht gleich in die höchste Etage zu pushen. Also ich glaube, ich habe noch ein bisschen Spielraum nach oben auf dem Server. Auf S1 EU war ich ähnlich dargestellt, war aber nur zuletzt bei Etage 192 angekommen und hatte 53.000 Heldtoken. Und im Moment ist die Gilde sogar im Rang 10. Ich bin aber hier auch schon bei Etage 201 dabei und bin auf ähnlichen Kurs wie auf S7. Werde also wahrscheinlich dort eben höhere Heldtokens generieren, aber auch hier habe ich ja natürlich Level gemacht. Zuletzt war ich, glaube ich, Level 375 beim Helleweter, wenn ich es richtig gesehen habe. Jetzt bin ich im 392. Wir werden dann den Vergleich richtig ziehen, wenn dann der Helleweter auch vorbei ist. Aber ich finde das halt immer ganz interessant auch zu sehen. Und damals war ich in der Gilde, die sehr weit kommen wollte im Gildenranking. Das ist im Moment jetzt Everpeace, also die krassesten Leute von Everpeace, Everlight und Everlast sind bei Everpeace eben im Helleweter hier. Also Rang 2 sieht gut aus, Rang 1, da ist Poena wahrscheinlich noch stark genug oder zu stark, aber ansonsten sieht das sehr gut aus. Ja, und das letzte ist in der Übersicht, S41, sfgame.de. Dort habe ich zuletzt mit Level 532 101.000 Heldtoken erspielt bei Etage 302. Die Gilde hatte 3 Millionen Heldtokens erzielt, war 2. Platz. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es dort derzeit aussieht. Die Gilde ist insgesamt Rang 2, aber im Helleweter sogar eben im Moment auf der 1 und das mit einem Abstand von fast 400.000 Heldtokens. Das finde ich sehr beachtlich. So richtig weiß ich nicht, womit es zusammenhängt, um ehrlich zu sein. Ich habe nicht so viel vom Server mitbekommen. Ich habe Acclamator zwar auch gefragt, aber der war jetzt wahrscheinlich noch nicht online.
Und ja, habe mich nicht gleich am ersten Tag auf Etage 314 hochgearbeitet, aber jetzt zuletzt und ein bisschen was geht wahrscheinlich auch noch an den letzten Tagen noch ein bisschen hoch zu pushen. Bin auch sehr froh. Ich habe jetzt schon auch einen sehr guten Held-Token-Wert. Also das wird auch mein, sag ich mal, höchster Held-Token-Wert ever werden. Klar, der Char ist stärker geworden. Und bin aber auch froh, hier eine relativ gute Rolle innerhalb der Gilde zu spielen. Also ich gehe mal davon aus, dass ich in den Top 7 bleiben werde. Es sei denn, viele Spieler, jetzt hier wie Hagen zum Beispiel auf der 8, der muss ja auch heute noch spielen, geht vielleicht hinten raus auch höher als auf 289. Also ich denke, sein Char ist stark genug dafür. Und ja, das wird man also sehen. Aber ja, ich werde versuchen, mich hier zu behaupten auf dem Server, definitiv. Ist ja immerhin mein Main und ja, ich hoffe halt, dass wirklich, es wäre, glaube ich, das erste Mal, dass wir auf diesem Server Rang 1 sind im Elevator, wenn ich mich recht entsinne. Also die letzten Male war es definitiv Rang 2 und ja, das ist irgendwie was ganz Geiles und Besonderes. Ja, genau. Am Ende des Elevators, kurz eben nachdem er geendet ist, Anfang, also im Laufe der nächsten Woche seht ihr dann nochmal den finalen Vergleich. Dann werde ich die Werte aktualisieren und natürlich dann auch beim nächsten Elevator wieder einen Vergleichswert zu haben. Und ja, ich hoffe, bei euch läuft es auch sehr gut beim Elevator. Ich wünsche euch schon mal einen guten Start jetzt ins Ende der Woche und würde sagen, haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.